Letzte Woche haben wir die ganze Fahrerseite der Hinterachse zerlegt. Und heute werden wir sehen, ob wir die alten Fahrwerksteile überhaupt noch retten können. Denn eins ist klar, ohne vernünftige Hinterachse braucht der Volvo gar nicht erst beim TÜV vorfahren. Also legen wir los. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter an der Fahrerseite der Hinterachse. Ich habe mir schon die alte Zuchtstrebe geschnappt, habe da die alten Buchsen schon rausgepresst. Hier ist eine alte Buchse nochmal zu sehen. So, was machen wir mit der Strebe? Hier kommen PU-Buchsen rein. Das bedeutet, zur Vorbereitung müssen wir, wie man hier sieht, diesen Kranz hinausschneiden, hinausschlagen, hinaustrennen, damit die PU-Buchse da überhaupt reinpasst. Wir versuchen jetzt die Metallummantelung rauszusägen. Schutzbrille ist natürlich aufgesetzt und ab geht die Post. Die Metallummantelung haben wir jetzt angesägt, bis zur Hälfte der Höhe, sogar einen Ticken mehr. Und jetzt versuchen wir das hinauszuschlagen. So sollte das am besten auch aussehen. Ich packe die Kamera nur weg, weil ich echt Angst habe, dass mir was ins Objektiv fliegt. Und zwar schneidet ihr, wie man hier ganz gut sieht, halt hier wirklich der ganzen Linie an ordentlich ein, so dass ihr fast durch seid. Und dann fangt ihr an mit dem Meißel so die Ecken nach innen zu hauen, weil jetzt könnt ihr die Ecken immer weiter rumholen beidseitig durch den Schlitz, dann reißt es und dann könnt ihr die Buchse bzw. diese Ummantelung nachher einfach rausnehmen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, aber ich habe hier eine schlaue Community. Ihr wisst bestimmt, wie das funktioniert und wie ich das meine. Kuckuck! So, erste Seite ist raus. Hier sieht man ganz gut, wie ich das meine. Also schön anritzen, dann so Flügelchen hauen und dann geht die Buchse auch von alleine raus. So sieht jetzt, ja, ein paar Mal daneben gehauen, das ist nicht zu beachten, die Zuchtstrebe aus. Die schleifen wir natürlich innen drinne gleich noch einmal, also machen sie einmal sauber, außenrum. Der Grat, der entstanden ist durch mein Fehlschlagen, den passen wir gleich an, schleifen das einmal, dass wir uns nicht schneiden, nicht verletzen. Und das heißt, jetzt müssen wir nur noch die richtig rostige Seite raushauen. Hier seht ihr noch einmal die beiden Metallummantelungsbuchsen. Wie gesagt, die müssen raus, damit nachher die gute alte PU-Buchse da ordentlich Platz drin hat und reinpasst. Wir werden jetzt die Innenflächen auf beiden Seiten einmal säubern. Dazu nehme ich so ein Schleifvlies und nehme die Bohrmaschine und gehe damit einfach ein bisschen rum und säubere das, dass die PU-Buchse gleich gut da reinflutscht. Wie gesagt, wir wollen nichts wegschleifen oder vergrößern, wir wollen einfach nur eine saubere Fläche ohne Übergänge oder scharfe Kanten. Jetzt ziehen wir noch einmal mit der Feile die Flächen hier oben über. Hat den Grund, damit hier nichts vorsteht oder nichts Scharfkantiges vorsteht, damit das alles nachher vernünftig sitzt und die PU-Buchse nicht kaputt geht. Zurück an der guten alten Presse werden wir jetzt die Buchsen einpressen. Dazu nehmen wir erstmal ein bisschen Installationspaste, wenn ich es denn aufkriege. Damit werden wir jetzt hier vorzüglich, nicht zu sparsam, die Buchse einfetten, einschmieren, ordentlich reinschmieren. Und dann werden wir sie gleich ordentlich verpressen. Hoffe ich zumindest. Auch immer ruhig hier an den großen Phasen etwas ranmachen, beziehungsweise an die eine Seite, wo wir gleich die Buchse drüber einleiten werden in die Zuchtstrebe, dass das ordentlich flutscht, verringert die Gefahr, dass es reißt. Oh, Entschuldigung, ich glaube, ich war ein bisschen hoch mit den Händen, das tut mir leid, da hat die Regie versagt, aber egal, jetzt geht es ans Einpressen. So, worauf ist hier zu achten? Natürlich, dass wir die Buchse gerade ansetzen und dann werden wir jetzt mal langsam anfangen, die Buchse in ihre Position zu drücken. Und wie man hier jetzt ganz gut sieht, macht das gleich schwuppdiwupp und die große Phase der Buchse ist drinne. Und jetzt können wir sie ganz entspannt langsam reinpressen. Das sollte wirklich ganz einfach gehen. Bis Anschlag und ein bisschen mehr. Dann aufmachen, dann kommt sie ein Stück mit raus, weil wir hier
der Durchmesser ist zu klein für die Phase der Buchse. Das bedeutet, wir legen jetzt hier einmal das Werkstück auf eine Erhöhung auf und drücken einmal an den Rand der Zuchtstrebe, so dass wir die Buchse von hinten sozusagen eindrücken. Und das ist hier jetzt passiert, wie man gut sieht. Und nun sitzt das hier wunderschön. Als nächstes bauen wir jetzt das Ding auseinander. Warum? Weil der Dämpfer aus dem 9er Volvo kommt. Fragt doch einfach nicht, warum das 9er im 2er, also ist egal. Der muss jetzt raus, weil da kommen natürlich andere Dämpfer rein. Und warum nehmen wir den? Der hat schon PU-Buchsen drin. Das bedeutet, ich spare mir einmal PU-Buchsen kaufen, weil habe ich noch. Und ich spare mir das Umpressen und ihr wisst Bescheid. Ist einfacher. Dazu werden wir uns jetzt diesen vorzüglichen Schlagschrauber mit einer Vielzahn-Nuss schnappen. Diese Nuss hier ordentlich einführen. Passt immer darauf auf, dass der Vielzahn wirklich sehr gut passt und ganz drin ist, weil ansonsten macht ihr die Schraube rund und das ist nicht so gut. Schwuppdiwupp. Alles lose hier. Zack, bum, bang. Schraube gezogen. Oh. Dämpfer raus plus Adapterstück raus. Der gute, neuwertige Dämpfer, der nur eine Veranstaltung gefahren hat. Naja, so, wir drücken jetzt den großen Lenker hier wieder rein. Oh, schwuppdiwupp. Das passt. Oh, sag mal. So, jetzt geht er rein. Komm, hab dich nicht so. Du kommst da sowieso rein. So, komm. Zack, zack, zack hier jetzt. So, schwupp. So, Schraube, Mutti, alles angesetzt. Das heißt, wir können jetzt gleich den Lenker an der Hinterachsbuchse befestigen und den Dämpfer einhängen. Wir haben heute einen riesigen Schritt Richtung TÜV geschafft. Neue Buchsen, neue Dämpfer, das heißt, der TÜV-Termin kann immer näher rücken. In der nächsten Staffel wird eine neue Hinterachse eingebaut oder eine überholte. Deswegen haben wir keine neuen Schrauben verwendet oder die Anbauteile lackiert, geschweige denn die Hinterachse, weil das kommt in Staffel 2 sowieso alles neu, wenn der Turbomotor reinkommt. Warum? Das werdet ihr dann sehen. In der nächsten Folge kümmern wir uns um weitere TÜV-To-Dos. Das bedeutet natürlich das Rostloch entfernen, den Rost bearbeiten. Außerdem müssen wir noch das Bremssystem entlüften. Die Bremsleitung und Schläuche haben wir neu gemacht. Das bedeutet, das machen wir auch noch einmal ordentlich Bremse entlüften. Dann werden wir natürlich nochmal das Licht kontrollieren. Des Weiteren werden wir eine Probefahrt um unser Gelände hier machen, um zu checken, ob wirklich alles gut ist. Und dann kann der TÜV das Auto begutachten und ich glaube, dann wird das Auto bald endlich deutschen TÜV haben. Ein kleines Update zum Motor noch. Endlich sind meine neuen Einspritzdüsen eingekommen. Ich zeige sie euch einmal. So sieht das Ganze aus. Warum jetzt solche Einspritzdüsen und nicht die Originalen? Die haben eine deutlich größere Einspritzmenge. Die haben 470 Kubik. Und der nächste Punkt ist, wir müssen bei diesen Einspritzdüsen, das sind hochohmige Einspritzdüsen, nicht das Resistor Pack, also das Widerstandspaket, einbinden in den Kabelbaum. Das heißt, das funktioniert so. Und wir brauchen sowieso für die Leistung, die wir nachher im ersten Step fahren, die große Einspritzmenge. Und das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie dieser Volvo bald auf deutschen Straßen fährt, lasst gerne ein Abo da. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.